kam zum Beispiel ein junger Offizier, ein Leutnant, bildhübscher Kerl, der war amputiert worden. Das eine Bein war amputiert worden, so kam er vom Schiff schon zu uns. Und das zweite Bein musste noch in Kopenhagen auch amputiert werden. Könnten Sie uns vielleicht mal die Stationen des Arbeitsdienstes, die sind ja sehr vielfältig gewesen. Ich habe mir hier aufgeschrieben, also in Meseritz, das hatten Sie schon selber gesagt. Bei Meseritz, ja. Bei Meseritz ging es dann in die Nähe von Fürstenwalde als Flakhelferin. Nein, das haben Sie ein bisschen falsch verstanden. Ah. Nein, es war so, es war totaler Krieg oder so angesagt und da wurden wir vom Arbeitsdienst nach 6 Monaten nicht entlassen, sondern wir wurden in eine Munitionsfabrik geschickt, aber nicht alle in die gleiche, sondern so ein paar. Und da kamen wir nach Fürstenwalde, da war ja eine Art Munitionsfabrik, so eine Stahlsachen und sowas, was war da. Und da war ich aber nur ein paar Wochen und weil mein Bruder ja gefallen war dort in dem selben Jahr im April, da hat meine Mutti dann natürlich ein bisschen durch Beziehungen beim Rat der Stadt und so weiter, hat sie dann, und auch der Kreismedizinalrat, das waren auch Kunden von der Mutti alles, der hat dann eben geschrieben, dass die Mutti körperlich so krank wäre, dass sie meine Unterstützung bräuchte. Und darauf bin ich dann nach 3 Wochen dort wieder weggekommen und bin nach Hause gekommen und das war dann so Ende Oktober. Ende 1. November rum oder so ungefähr in dieser Zeit. 14 Tage später war ich zu Hause und hatte eine Einberufung zur Flakhelferin. Genau. Das war das, was Sie fragten. Ja. Und da war es natürlich so, dass ich gesagt habe, das kommt überhaupt nicht in Frage. Und die Vorsitzende vom Kreis Luckau, vom Roten Kreuz, war alles Kunden von meiner Mutti. Und dann habe ich mit der Frau Hase, meine Mutti mit der Frau Hase gesprochen. Und ich war ja schon im Roten Kreuz und hatte schon so eine Ausbildung, ja, als Helferin oder bloß so als Rote Kreuzhelferin, die Wochenlehrgänge, die man da so gemacht hat als junges Mädchen. Das habe ich während der Lehrzeit schon gemacht. Und da hat die gesagt, nein, das kommt gar nicht in Frage, dann wirst du eben hier Schwester werden. Und da habe ich gesagt, ja. Und da bin ich dann ab 1. Januar 1944, 42 war ich im Arbeitsdienst. Und ab 1. Januar 1943 bin ich also ins Kreiskrankenhaus nach Belzig gekommen. Und das war wirklich eine harte Schule. Ja. Dort, da waren nur Diakonissinnen und die haben uns wirklich sehr gefordert, also ich sage mal human sehr gefordert, von früh um 6. Wir waren 2 DRK-Helferinnen, die da zur Ausbildung waren für die Schwesternhelferin und da mussten wir ein halbes Jahr eben in so Krankenhäusern arbeiten. Und da war noch ein junges Mädchen mit mir zusammen, wir hatten also wirklich, das war also so einfach, können Sie sich heute gar nichts mehr vorstellen. Ich glaube, der Knast ist viel komfortabler. Wir hatten da wirklich irgend so eine kleine Bude wie eine Garage oder sowas, war ein Fenster drin, 2 Stühle und ein Tisch und 2 Betten, Feldbetten. Das war alles 6 Monate lang. Trotz der Entbehrung hatten Sie aber, wenn ich Sie so höre und verstehe, Spaß dran, was zu lernen, denn ich weiß, dass dann die weiteren Stationen Berlin-Tempelhof, Standort Lazarett und Eberswalde dann für Ihre weitere Ausbildung wiederum ganz wichtig waren? Naja, dann nach einem halben Jahr, nach 6 Monaten waren wir ja Schwesternhelferin und dann wurden wir also in Lazaretten eingesetzt. Ja. Und da kam ich nach Standort Lazarett Berlin, Kaiserin Augusta Allee, Berlin-Tempelhof. Ja, Berlin-Tempelhof. Also Kaiserin Augusta Allee war Standort Lazarett. Und das war natürlich ein sehr großer Komplex und da hatten wir Schwestern ein eigenes Haus, wo wir jeder immer zu 2 oder zu 3 Zimmer hatten. Ja, und da war das halt auch so. Früh um 6 fing das an. Und das kam ganz drauf an, wie gut die Belegung war, ob wir so viele Schwestern waren und nachmittags mal um 5 oder um 6 nach Hause gehen konnten oder ob wir bis die Nachtschwestern kamen, noch durchmachen mussten. Das war, ja, also ich muss sagen, diese Zeit war also wirklich so, es war schon schwer, aber wir haben das als junge Mädchen einfach als selbstverständlich hingenommen. Das mussten wir machen, nicht?
das war im Krieg so, dass man da gar nicht dran gedacht hat, das willst du nicht machen oder so, oder das machst du jetzt nicht. Und dann war es für mich immer noch so eine innere, muss ich jetzt sagen, Befriedigung. Mein Bruder war gefallen und da habe ich gedacht, was der gekonnt hat, musst du auch können. Mhm. Und ja, und das war ja dann so, als ich in Berlin war am Standort, da war ja dann gerade im Juli oder so, war ja Hamburg. Da sind ja die Phosphorbomben auf Hamburg gefallen. Und da sind ja dann in Berlin so Zettel abgeworfen worden, überall über ganz Berlin, dass Berlin die nächste Stadt ist mit Bombenangriffen. Und daraufhin sind wir dann, im August oder September ist Berlin von den Soldaten, ist unser Lazarett von den Soldaten, die also noch transportfähig waren, die wurden verlegt, also auch nach Schlesien oder Bayern oder hier runter nach Sachsen, auf jeden Fall aus Berlin raus. Und da haben wir natürlich auch erst das alles machen müssen auf den Bahnhöfen. Und dann hatten wir nur noch Schwerkranke, die also nicht transportfähig waren. Und dann kamen wir Jüngeren, das ist jetzt der Witz, was Sie sicher fragen wollen, zum Ansatz am Anhalter Bahnhof. Den gab es damals noch, den gibt es jetzt in Berlin gar nicht mehr, den Anhalter Bahnhof. Und das ist der Bahnhof, der nach Görlitz und Breslau und so weiter hier runterfuhr. Ja. Und da war ich, wollten Sie das jetzt gleich wissen oder wollten Sie noch andere Fragen stellen? Ich hätte schon noch eine Frage gestellt. Ja, aber ja, ich habe jetzt so erzählt. Ja, nee, was war's? Nee, erzählen Sie ruhig weiter. Ja, das war also der Einsatz auf dem Anhalter Bahnhof. Und da mussten wir, weil ja eben auch die Frauen mit Kindern und alte Menschen sollten ja Berlin verlassen. Nicht nur die Soldaten, sondern auch die andere Zivilbevölkerung. Und darum waren wir dort eingesetzt, wo die ganzen Flüchtlingszüge abgingen. Da gingen so alle 1-2 Stunden gegen Flüchtlingszüge ab. Und ich hatte da einen Zug betreut und junge Mütter mit Kindern und so weiter schon alles verfrachtet. Und der Schaffner sagte zu mir, also Schwester, also jetzt der Zug ist voll, wir sind zur Abfahrt bereit, bringen Sie mir ja niemanden an. Und ich gehe vor zu diesem Schalterhäuschen, das gibt es heute alles nicht mehr, wo man früher ein Billett zeigen musste, ein Fahrbillett zeigen musste. Und ich gehe da durch, da steht dort an dem Schalterhäuschen eine wirklich alte, kleine Omi. Und hat so einen riesen Reisenkorb daneben stehen. Und Schwester, ich will da noch mit, Sie müssen mich noch in den Zug bringen. Da habe ich gesagt, das geht jetzt nicht mehr. Es fährt in 2 Stunden wieder ein Zug, da werde ich Sie unterbringen. Es geht nicht mehr, der Zug ist voll. Nein, also es war nichts zu machen, sie musste mit diesem Zug mit, die war so stur. Und da habe ich gedacht, naja, da muss das, habe ich zum Schaffner gesagt, da muss ich halt mal bei Mutter und Kind gucken, ob die ein bisschen zusammenrücken. Gut, also die jungen Mütter, ich bin da reingegangen und die waren ja so Abteile, wo immer so 6 waren mit so einer Schiebetür und der Gang, da standen die Leute schon und da bin ich da reingegangen, habe gesagt, ob sie da ein bisschen zusammenrücken können. Ich möchte gern noch eine wirkliche alte, kleine, zarte Omi hier mit einbringen. Ja, die sind auch gerückt und ich habe den Reisekorb die ganze Zeit getragen und habe gedacht, was hat die bloß geladen in diesem Reisekorb, der schaukelt doch so. Ich habe ihn ihr reingebracht und habe gesagt, hier ist ein Sitzplatz für Sie. Der Reisekorb steht genau vor dem kleinen Fensterchen, da können Sie rausgucken. Nein, nein, das geht nicht. Sie nahm den Reisekorb und stellte den auf ihren Sitz. Da habe ich gesagt, das ist doch wohl nicht möglich, der Reisekorb kann hier stehen. Da hatte sie ihr Schoßhündchen drin. Und das Schoßhündchen war ihr wichtiger als der Sitzplatz für sie. Und die jungen Frauen haben natürlich gemeutert und so. Und ehe ich das dann so zur Ruhe brachte, fuhr der Zug an und der Schaffner rief, Schwester, wollen Sie nicht noch raus? Und da bin ich aus dem Abteilfenster. Der Schaffner hat mich draußen aufgefangen, meine Schürze blieb oben hängen und hatte einen riesen Dreiangel drin. So, das war der Einsatz mit dem Einsatz am Anhalter Bahnhof, ja. Was ich fragen wollte, Sie waren ja damals eine junge Frau. Ja. Wie haben Sie das verkraftet mit diese vielen Verwundeten? Sie sagten auch schwer Verwundete. Ja. Wie haben Sie das verkraftet, diese gebrechlichen Körper zu sehen, diese kaputt gemachten Körper zu sehen? Was hat das für Gefühle? Vor allen Dingen die jungen Menschen. Ja. Wir hatten ja da in Berlin-Tempelhof, da hatten wir ja Querschnittsgelähmte, ja. Und das war ja, also das habe ich auch schon gesagt gehabt, wenn die nicht 2-mal mindestens am Tag eine Morphiumspritze bekamen, die bekamen sie abends immer noch und dann vormittags hier vor der Visite oder so. Und wenn die dann nicht mehr gewirkt hat, dann fingen sie an zu schreien vor Schmerzen. Wie hat das auf Sie gewirkt?
Wir konnten nur die armen Leute ein bisschen in den, ich bin ja so ein Typ, ein bisschen in den Arm nehmen und ein bisschen, aber Zuversicht konnten sie diesen Menschen nicht geben. Nicht? Das war... Wir sind ja ungefähr zeitmäßig jetzt um 1940, ja? 1943. 43 Sommer. Haben Sie noch geglaubt, dass der Krieg gut ausgeht? Darüber hat man sich überhaupt keine Gedanken gemacht. Überhaupt keine Gedanken gemacht. Bloß meine Mutti hat es dann wieder geschafft, eben über diesen Kreisarzt da bei uns, dass ich da aus Berlin rauskam, weil sie wieder Angst hatte, wenn Berlin Phosphorbomben kriegt und sowas, dass mir dann wieder was passiert. Und da bin ich erst nach Finsterwalde gekommen. Das war ein großes Reservelazarett, das hatte ein paar Außenstellen, Krankenhaus und ein paar Außenstellen. Und da war ich auf Station, ja, aber da hat dann eben diese Leiterin von uns von zu Hause, vom Roten Kreuz, hat dann gesagt, sie hat eine Anfrage bekommen vom Roten Kreuz, dass Schwestern sich melden sollten für die Labortätigkeit in den Lazaretten und so. Und Christa, da könntest du dich ja melden. Das habe ich auch gemacht und die hat meine Unterlagen eingeschickt und da bin ich nach Eberswalde gekommen. Ja. So, und wollten Sie erst noch mal was fragen? In Eberswalde sind Sie Laborschwester geworden? Ja, 6 Monate Ausbildung gehabt, ja. Bis Ende des Jahres, ja. Sie sind dann über Küstrin? Nee, ich bin dann erst noch mal nach Finsterwalde gekommen. Und dann war ja 44. Ja. Und dann sind wir weiter rausgekommen. Ich weiß nicht, 44 war, glaube ich, schon, das war aber dann erst 44 im Herbst, wo die Sowjetsoldaten dann schon in Warschau standen, nicht? Ja. Wo das schon in Warschau war. Und wie das dann in Warschau war, dann wurden wir zum Teil abgesetzt und haben uns von dem festen Haus da in Finsterwalde getrennt und mussten dann weiter nach Küstrin. Das war aber auch nur wieder so ein provisorisches aber in Finsterwalde wollte ich Ihnen noch dazu sagen, in Finsterwalde war ein großes Arbeitslager von gefangenen Russen. Habe ich das hier auch gesagt? Nein. Nein, von gefangenen Russen. Und da war ein Leutnant, ein Arzt war das, der kam immer zu uns ins Lazarett und hat dann vom Chef entweder Medikamente bekommen oder sowas, ja. Und kam auch ins Labor und brachte mir da. Das war in der Zeit, als ich von Eberswalde zurück war und in Finsterwalde noch im Labor war. Das war ja dann noch so, ein paar Monate war ich dann noch in Finsterwalde im Labor. So, und brachte mir also Untersuchungen her. Und der sprach auch recht gut Deutsch. Vielleicht so um 30 rum, ich weiß noch genau, aus Charkow war er. Ich habe mich mit ihm, trotz so was das verboten war, habe ich mich mit ihm unterhalten. Und er hat dann auch ein paar Mal gefragt, Sie dürfen das ja nicht, ob er sich mal die Präparate ansehen kann unter dem Mikroskop. Da habe ich gesagt, klar, geguckt, kam niemand. Habe ich gesagt, selbstverständlich können Sie das gucken. Und da war er sehr dankbar und so. Und dann war es einmal, dass ich Blut abnehmen musste, ob er das nicht durfte oder was, weiß ich nicht warum. Ich musste auf jeden Fall in dieses Gefangenenlager der sowjetischen Soldaten. Da kam ein Sanitäter mit und bin da in das Lager rein und der Offizier, der russische Offizier war mit und vielleicht noch ein Lagerleiter, weiß ich nicht mehr genau. Und das war genau so eine Baracke ungefähr, wie wir sie als Arbeitsdienst hatten. Das war sicher auch mal ein Arbeitsdienstlager, also Holzschemel und sowas, ja. Und eben auch Strohsäcke und die hatten eben auch nur eine Decke. Und die mussten natürlich nun stramm stehen, als ich reinkam. Wissen Sie, die sahen so jämmerlich. Und da ist mir das erste Mal bewusst geworden, wie schlimm Krieg ist auch für die Menschen, die eigentlich unsere Feinde sein sollten. Und ich musste bei einem, der war ganz mager und gelb, ich habe dann natürlich gedacht, der hat Leberzirrhose, das habe ich gesehen, ja, so gelb, und da musste ich halt Blut abnehmen und ich nehme an, der Mann hatte vielleicht Angst, dass ich ihn töten wollte oder so, so hat der gezittert, wie ich ihm das Blut abgenommen habe, nicht? Also das war, würde ich sagen, die erste schlimmste Erfahrung im Krieg. Ja, es kam dann schon noch schlimmer dann nachher, aber das war schon da so 43, 44, wo man dann schon gesagt hat, die Leute so behandeln. Ich habe nicht gesehen, ob sie schlecht behandelt wurden, aber eben doch, dass das eben so war, nicht? Den Gefangenen dort. Ja.
Sie sagten das eben, die Front ist jetzt langsam näher gekommen und Sie sind also versetzt worden, kann man sagen. Ja, nee, unser ganzes Inventar war ja schon Kriegslazarette, zurückkam, Feldlazarette waren ja noch weiter an der Front, Kriegslazarette kam dann schon zurück. Und da wurden wir mit unserem Inventar verladen auf Güterzüge, nicht? Ja. Und so. Und unser Personal alle auch. Wir fuhren in Richtung Berlin. Kein Mensch wusste, wo es hingeht, und die Front kam ja von allen Seiten viel näher, nicht? Und da, das war ja dann Ende des Jahres 1944, und drüben war der Engländer, unten stand der Amerikaner, auf der Seite an der Ostsee ist der Russe vorgerückt. Ja. Also wir kamen da dann gerade eben so in der Mitte durch nach Schleswig-Holstein, bis wir wussten erst nicht wohin, nach Schleswig-Holstein, und auf einmal sind wir schon in Dänemark gewesen. Und dann wurden wir zur Insel Seeland. Das ist praktisch die nördlichste Insel gegenüber, wenn Sie Dänemark kennen, gegenüber von Schweden, nicht? Und da sind wir ganz im Norden gewesen, in Hillerød. Das ist vielleicht so 10, 12 Kilometer vom Strand. Also, und da ist ja der Sund, ganz Malmö, Sund, das ist, können Sie ja rüberschauen. Und da haben wir also noch, bevor der 8. Mai war, durften wir da noch, also das war dann vielleicht im Februar so, als die Zeit dann schon besser wurde, dort oben war schon sehr schönes Wetter dann nachher, da durften wir dort noch hinfahren, nicht? Und, aber dann nach dem 8. Mai, da war es ja natürlich aus, nicht? Und da hatten wir, das zeigte ich Ihnen ja auch auf dem Bild, das war das ehemalige städtische Krankenhaus in Hillerød, die hatten ein neues gebaut, das war ein sehr großes Gebäude, und da kriegten wir natürlich sofort Lazarettschiffe. Nicht? Und das, zuerst hatten wir ja also nur eben Soldaten. Und Sie wissen ja, dann ist die Wilhelm Gustloff untergegangen. Ja. Kopenhagen war ja von Hillerød, wenn Sie die Karte kennen, nicht weit entfernt. Also die Schiffe kamen ja meist dann, wer noch ankam, in Kopenhagen an, am Hafen, und Hillerød war nicht weit entfernt, und wir kriegten den ganzen Nachschub, Kopenhagen war überfüllt, kriegten wir dann, und wie gesagt, wir hatten, ich weiß nicht wie viele Betten wir hatten, also ein sehr großes Haus. Und da lagen dann die Soldaten, die da kamen, die lagen dann bei uns auf den Korridoren, weil wir weiter gar keinen Platz hatten, wir waren vollkommen überfüllt. Und das war dann, also... Da gibt es manchmal so kleine Episoden, an die man sich erinnern kann. Wir bekamen zum Beispiel einen jungen Offizier, einen Leutnant, bildhübscher Kerl, der war amputiert worden. Das eine Bein war amputiert worden, so kam er vom Schiff schon zu uns. Und das zweite Bein musste noch in Kopenhagen auch amputiert werden. Also der kam dann zu uns zur weiteren Behandlung, zu uns. Und als er dann nachher nicht mehr bettlägerig war und fahren konnte, wir hatten unten im Haus, im großen Empfang, da unten hatten wir einen wunderschönen Flügel stehen. Und der Mann der konnte wunderbar Klavier spielen. Und das ist eine Erinnerung, wenn ich das höre, ja, das sind halt, der war Münchner. Und da hat er immer zu Anfang gespielt, ja, das sind halt Münchner Geschichten, ja. Und den Mann musste man einfach bewundern, nicht? Beide Beine weg. Und das war dann sein Leben nachher am Klavier.